Hey, heute zeige ich euch, wie ihr einen super coolen Spiegel bauen könnt, denn ich habe Spiegelglas auf dem Sperrmüll gefunden. Viel Spaß dabei! Das Spiegelglas haben wir ja schon, das heißt, der erste Schritt, den wir jetzt machen müssen, ist, dass wir uns einen Rahmen für den Spiegel bauen. Und allgemein für das Projekt habe ich hier einige super dünne Streifen Nuss. Die lege ich mal zur Seite, die benutzen wir ganz am Ende für was ganz Spezielles. Und dann habe ich hier das geheime Holz, was wir heute benutzen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr glaubt zu wissen, was das ist. Ja, und als erstes würde ich sagen, sägen wir uns jetzt hier Streifen raus, um daraus den Rahmen zu bauen. Los geht's! So, ich habe mir jetzt 3 Streifen rausgeschnitten, 2 habe ich hier nebeneinander liegen. Und das könnte im Laufe des Projekts ein bisschen schwierig werden, weil die sind alles andere als gerade. Und ich habe ja im Moment keinen dicken Hobel und auch keine Abrichte. Ja, wir schauen mal, ob wir es trotzdem zusammenkriegen. Ich glaube, es ist dünn genug, dass wir es ein bisschen in Form gebogen bekommen am Ende. Als nächstes müssen wir jetzt schauen, ich weiß, dass das Spiegelglas 126, also 1,26 Meter lang ist. Und ich hätte über und unter dem Spiegel gerne noch ein zweites kleines dekoratives Fenster. Das heißt, wir schneiden uns jetzt hier eine Länge von 1,70 Meter raus, denn so hoch soll der gesamte Spiegel am Ende sein. Ja, das machen wir jetzt und dann schauen wir mal, wie wir damit weiterarbeiten können. Ich habe ja gerade gesagt, dass die super krumm sind, die Holzstücke, die wir gerade gesägt haben. Aber was super cool ist, ich habe gerade die lange Länge, also 1,70 abgeschnitten und habe gerade gedacht, Mensch, das Reststück, das könnte ja exakt die Länge sein, die wir brauchen, um sozusagen die kurze Seite des Spiegels einzufassen. Und es ist genau diese Länge. Also wir haben jetzt tatsächlich da einen ziemlichen Volltreffer gelandet. Wir haben also jetzt, um den eigentlichen Spiegelrahmen zu bauen, schon alle Teile zusammen. Wir müssen natürlich den Spiegel noch nach oben und nach unten verlängern, damit da die zweiten Rahmen reinkommen. Aber ansonsten ja, geht es rasant voran, weil wir uns einen Arbeitsschritt komplett gespart haben. Das muss ja auch manchmal sein. So, als nächstes brauchen wir ja eine Nut, in die der Spiegel am Ende reinpasst. Und ich habe jetzt hier in einem Reststück das schon mal ausprobiert. Das ist jetzt einfach nur einmal die Sägeblattstärke. Und auch da haben wir heute, ist wohl der Glückstag, haben wir Glück. Das passt eigentlich perfekt. Das heißt, wir schneiden uns jetzt in alle Teile, die wir benutzen wollen, einfach eine Nut rein. So, und dann geht's weiter. Jetzt habe ich super viele Schritte gemacht, weil ich so ein bisschen mich selber in der Arbeit verloren habe. Aber was habe ich gemacht? Wir haben die Nuten gesägt und den Rahmen schon mal halbwegs zusammengesetzt. Ich habe jetzt hier oben und unten jeweils die kleinen zweiten Rahmen sozusagen, die jeweils mit einem 45-Grad-Winkel abschließen, damit das Ganze am Ende ein bisschen schöner ist. So, und jetzt muss ich das Ganze wieder auseinanderbauen und irgendwie verleimt bekommen. Das wird, glaube ich, bei all den Verbindungen gleichzeitig jetzt ein bisschen ätzend. Aber das Ganze wird dann trocknen und morgen machen wir weiter.
Morgen mache ich dann die Einlagen für die beiden zweiten Fenster und wir machen den Rahmen schön. Aber das ist jetzt erstmal der Schritt. Wir verleimen das Ganze, wenn es halbwegs funktioniert. Drückt mir die Daumen. Der Spiegel an sich ist jetzt soweit verleimt. Das hat auch ganz gut geklappt. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir mit unserem Hobel einfach einmal über die vordere Fläche gehen, um alles so ein bisschen gleichmäßiger und ein bisschen schöner zu bekommen. Und wenn wir das fertig haben, dann kommen die beiden Geheimfenster dran und wir schauen, was da der Plan die ganze Zeit war. Weiter geht's. Jetzt haben wir die Spiegeloberfläche gehobelt, die Rückseite und die Kanten leicht angeschliffen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und beantworten die Frage, warum ich diese dünnen Streifen hier habe. Die sind über von Stühlen, die ich gebaut habe. Und damit werden wir jetzt oben und unten jeweils ein Panel weben. Und ich habe noch nie mit Holz gewebt, aber ich denke, das funktioniert. Wir probieren es jetzt direkt mal aus, schneiden uns die Teile auf Länge und weben sie rein. Das mit dem Weben hat ganz gut geklappt. Also ich habe es hier auf der einen Seite einmal ohne Anfeuchten probiert und da hinten mit Anfeuchten. Wenn ihr das Holz ein ganz bisschen nass macht, dann funktioniert das auf jeden Fall ein bisschen besser. Im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich sowieso ganz gut. Ja, und das war's. Der Spiegel ist soweit fertig. Ich zeige euch natürlich wie immer noch Fotos, wie das Ganze dann außerhalb meiner Werkstatt aussieht. Aber vorher vergesst nicht, mich zu abonnieren. Ja, und freut euch auf das nächste Video. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.